Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um Schlagtechniken. Und zwar nehme ich hier so einen Klüpfel oder Schlägel, wie wir das jetzt nennen, ist erstmal egal. Ich nenne es eigentlich immer Klüpfel. Ich würde dann einen mit so einem langen Stiel bevorzugen, weil ich mir natürlich dann den Hebel entsprechend zunutze machen kann. Und das macht ja dann absolut Sinn, wenn ich wirklich viel Schlagkraft aufwenden will. Und dann verwende ich eben auch so einen Kunststoffklüpfel, dass der Schlag eben möglichst richtig schön reinzieht und ich da noch mehr rausholen kann. Wenn ich jetzt einen Holzklüpfel verwende mit einem kurzen Stiel, der dann mit der Zeit aufsplittert, das hängt ja einfach auch damit zusammen, dass diese Hirnholzfläche hier hinten an dem Heft, dass die immer noch härter ist wie die Längsholzfläche hier an dem Klüpfel, obwohl das schon hartes Holz ist. Und dann splittert das eben mit der Zeit auf. Da müsste ich mir eben entweder ein ganz hartes Holz besorgen oder irgendwie so einen Klüpfel bauen, wo ich eben auch die Hirnholzfläche zum Schlagen benutze. Da muss es aber entsprechend richtig verleimt werden dann. Ja, das kann dann eben federn. Durch den kurzen Hebel kann ich natürlich sehr viel Kraft dann vergeuden sozusagen und eben auch ein bisschen zu viel Kraft auf das Handgelenk legen. Oder aber, wenn der Klüpfel zu leicht sein sollte, das kann ja natürlich auch der Fall sein, wenn ich jetzt so einen Klüpfel habe, der zu leicht ist, kann ich dann eben hier auch Schmerzen bekommen. Wenn ich einen Klüpfel verwende, der viel zu schwer ist und ich noch nicht diese Muskulatur aufgebaut habe, dann kriege ich eben im Handgelenk Probleme. Und da muss ich immer schön darauf achten, dass ich dieses Handgelenk stabilisiere oder dass ich vorbeugend eben gleich mal irgendwie eine Manschette oder irgendwas anlege, dass das eben stabilisiert wird, wenn ich da noch nicht so viel Muskulatur aufgebaut habe oder noch nicht technisch weiß, wie ich da genau rangehen will. Dann ist es auch gut, sich da präventiv eben vorbeugend schön zu schützen. Ja, ich habe hier verschiedene Klüpfel, wie man schon gesehen hat. Das normale, was wahrscheinlich jeder irgendwie hat, ist so ein Holzklüpfel. Der ist eher so für Reliefarbeiten und Schriften geeignet. Das hier ist eher so ein Steinmetzklüpfel. Da gibt es verschiedene Farben. Das Rot bedeutet, dass dieses Material hier relativ hart ist. Das würde ich dann im Holz bevorzugen. Ja, wenn ich den für Holz verwenden will, ist ein sehr schöner Klüpfel, hat ein super schönes Gewicht, kann ich universell schön damit arbeiten. Und wenn ich das mit den langen Stielen nicht mag oder nicht gewohnt bin, dann ist eben der kurze Stiel auch sehr schön, so im Handling und allem. Und wenn ich mal in Stein gehen will, kann ich das natürlich auch gleich verwenden. Wenn die Dinger schwarz sind, dann bedeutet das, dass sie entsprechend weicher sind. Und für manche Steinmetzarbeiten ist es dann eben zu empfehlen, einen weicheren Klüpfel zu verwenden, was eben auch beim Holz der Fall ist, dass die dann entsprechend weicher sind und für manche Schläge doch ganz gut geeignet sind. Ja, ich mache das jetzt aber mal mit so einem langen Stiel, also so wie das die Südtiroler eben in besonderer Weise eben perfektioniert haben mit ihrer Schlagtechnik. Ich würde das Ganze so hier anpacken und zwar schön locker, dass sich dieser Stiel hier schon mal so ein bisschen bewegen kann. Der darf dann eben auch nicht zu dick sein, dass er sich hier schön bewegen kann. Das kann ich mir dann auch zum Nutze machen, wenn ich da drauf schlage, dass ich damit noch mehr Schwung aufbauen kann und das Handgelenk versuche ich zu stabilisieren und hole dann mehr so diese Schlagkraft aus der Schulter und nutze eben hier den langen Hebel und schlage dann so da drauf. Ja. Also man sieht, das kann sich hier frei bewegen in der Hand. Wenn ich da zu sehr verkrampfe und immer mit dem Handgelenk nachlege, kann ich dann halt schnell hier irgendwie mich verkrampfen und dadurch die Sehnen mehr belasten und kann dann schneller Sehenscheidenentzündung kriegen. Und da muss ich halt gucken, dass ich das möglichst wirklich aus der Schulter hole, dass ich das Handgelenk entlaste und dass der Klüpfel dann auch nicht zu schwer gewählt ist. Und mit diesem hier kann ich eben sehr universell arbeiten, das ist so ein mittlerer und kann ich dann da schön drauf schlagen. So, wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen genauer machen will, dann fange ich natürlich an, das fester zu umschließen, dass ich nicht mehr so das wackelig halte. Das ist eher bei Schlägen, wenn ich jetzt mehr Druck aufbauen will und
dann auch das Handgelenk da entlasten möchte. Ja. Aber wenn ich jetzt so genauer ausarbeiten will, dann muss ich das schon deutlicher umschließen und fest in der Hand halten. Und werde dann natürlich auch das Handgelenk etwas mehr mit bewegen. Bei diesen kleineren Schlägen ist es dann nicht mehr so schlimm. Aber auch da sollte ich dann versuchen, das möglichst immer wenig zu bewegen, also relativ steif zu halten und dann mehr so aus dem Arm das Ganze rauszuholen. Und das ist eigentlich schon das Hauptsächliche, was man da wissen muss. Und dann kann ich auch so ein bisschen genauer ausarbeiten oder halt dann gröbere Schläge machen. Wenn ich den ganz schweren Klüpfel benutze, dann muss ich natürlich versuchen, konsequent das wirklich nur aus dem Arm zu holen und das richtig schön auf das Eisen hinten drauf fallen zu lassen mit der Masse. Und wenn ich dann noch mehr Druck brauche, dass ich das dann aus dem Arm raushole und dann eben richtig draufschlage. Ja. Den muss ich aber fest umschließen, weil ich sonst zu wenig Kontrolle habe. Also das ist dann immer nicht ganz günstig, klar für das Gelenk. Und das sollte man dann eben nur machen, wenn man hier eben genügend Muskulatur aufgebaut hat und sich dann entsprechend sicher ist und das einem schon mal gut in der Hand liegt und sich nicht zu schwer anfühlt. Ja, dann kann ich auch so einen schweren verwenden. Und das zieht eben auch richtig schön rein, wenn ich so einen Kunststoff verwende hier und kann ich wirklich massiven Druck aufbauen und es geht wirklich richtig durch und es fängt nicht irgendwie an zu federn oder zu prellen. Das wäre dann also sehr ärgerlich, wenn ich hier so einen kleinen nehme, der wäre dann viel zu klein. Ne? Man sieht schon, das macht keinen Sinn. Ich kann natürlich dieses Eisen mit dem Klüpfel treiben, aber dann eigentlich nur, wenn ich was ganz Genaues ausarbeiten will, weil ich durch den kurzen Stiel eben eine sehr exakte Kontrolle habe. Wenn ich jetzt meinetwegen hier so eine Struktur mit dem Balleisen draufschlagen will, dann könnte ich den Holzklüpfel nehmen und vorsichtig so ein bisschen diese Strukturen daran arbeiten, weil er eben so schön kontrollierbar ist. Den benutze ich dann auch gerne mal, wie gesagt, bei Schriftarbeiten, weil er da so schön genau ist. Dann nimmt man in der Regel den Daumen hier hoch, dass man noch eine bessere Führung hat. Und man kann dann eben auch sehr schön mal durch diesen weichen Schlag, dass es hier so schön weich ist, mal eine Fläche so nahezu auch glatt schnitzen. Wenn ich da ein Relief glätten möchte oder vom Anlegen komme und da jetzt ein bisschen genauer werden will, kann ich dann auch schön mit so weichen Schlägen das mal genau glätten. Also das kann Sinn machen und deshalb macht es auch wirklich Sinn, verschiedene Klüpfel zu haben. Wenn ich jetzt mit den langen Stielen gar nicht zurechtkomme und mir so einen gekauft habe, weil der einfach gut verfügbar ist und ich ihn vielleicht irgendwo gesehen habe und er mir gefallen hat, na dann nutze ich halt diesen. Da muss ich dann beim Schlagen immer auch schön darauf achten, dass ich möglichst das Handgelenk nicht so viel nachführe und entspanne und eben nicht so verkrampfe irgendwie und dass ich darauf achte, dass er mir eben nicht zu schwer wird. Wenn ich merke, das ist zu schwer, dann muss ich eben auf einen kleineren ausweichen oder vielleicht doch eben mehr vorsägen und weniger schlagen. Ich versuche dann auch ganz nach hinten zu gehen hier, bis zu dieser Rundung, dass ich auch hier noch das ausnutzen kann und dann eher oben in diesem Bereich draufschlage. Man sieht schon, man muss den ganzen Arm benutzen und dann hat man auch die meiste Kontrolle, Führung und Kraft, wenn ich das wirklich aus dem Arm heraushole und nicht so hier anfange. Also das wäre jetzt absolut ein Fehler, weil ich dadurch mein Handgelenk sehr schnell ermüden kann
und den ganzen Arm nicht benutze, wo ja die Kraft dann drin liegt und ich den Schwung rausholen kann. Das wäre also zu beachten, wirklich da mit Köpfchen wirklich zu arbeiten und schön genau zu arbeiten. Da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, bei diesen mit dem langen Stiel genau zu arbeiten, dass ich die so hier greife, dann vorne und den Daumen auch nach oben nehmen. Und dann kann ich auch hier vorsichtig und mit sehr viel Kontrolle eben schön arbeiten. Wenn ich jetzt keinen anderen Klüpfel habe und den für alles benutzen möchte, reicht dann auch der mittlere, um rauszuhauen, weil er eben Power hat durch den langen Stiel und durch das Material, was sich eben nicht abnutzt. Aber dann kann ich eben auch sehr genau arbeiten. Ja. Also es wären so verschiedene Techniken, die im Grunde genommen sehr, sehr einfach sind, ich aber ausreizen kann. Bei diesem Klüpfel hier wollte ich noch auf die Rundung eingehen, warum der hier so gerundet ist. Das fällt ja dem einen oder anderen bestimmt auf und fragt sich vielleicht mancher, warum das hier so rund nach hinten runter geht. Und zwar ist das irgendwie so in der Tradition bei den Steinmetzen, dass man dann kleine, feine Arbeitsschritte, dass man den Klüpfel dann hinten auf diese Rundung legt und dann damit schlägt. Also ich kann nur Vermutungen anstellen, wirklich beweisen kann ich es nicht. Aber natürlich habe ich, dadurch, dass der Stiel schon mal so kurz ist und ich dann hier schlage, natürlich eine enorm hohe Kontrolle. Und wenn ich das hier oben benutze, jetzt hier oben schlage, dann kann der sozusagen ein bisschen kopflastig werden und ja, den Schlag kann ich nicht mehr so 100% kontrollieren, sondern sozusagen die Masse des ganzen Klüpfels kann schneller dann auf das Werkzeug drauf fallen, drauf rutschen. Und wenn ich hier hinten bin, habe ich halt wirklich noch viel mehr Kontrolle, weil ich das ganze schwere Teil ja auch mehr nach hinten halten muss und dann hier nur noch in dem kleinen Bereich arbeite und das auf einmal auch leichter sich anfühlt und der Druck, der sich hinten aufbaut, viel geringer ist. Ja? Also damit kann ich dann so Details machen. Es geht wirklich nur um ganz feine, kleine Details und im Stein ist es auch manchmal sehr, sehr wichtig, dass man da wirklich ganz sensibel arbeiten muss, was beim Holz dann so nicht der Fall ist. Dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich sowas ganz Feines mache, dann eben so hier vorsichtig schneiden, ja, logischerweise. Das geht dann besser, dann wird das schöner glatt. Aber im Stein kann ich da eben so ganz vorsichtige, feine Schläge damit ausführen, dann hier mit dieser Rundung. Das nur noch mal zur Ergänzung. Zusammenfassend würde ich sagen, wenn man so einen hat, der ist handelsüblich, da kommt man gut ran, das Material ist langlebig, das geht niemals kaputt. Ich kann damit wirklich mal richtig draufhauen, mal richtig was raushauen. Ich habe eine gute Kontrolle durch den kurzen Stiel. Ich bin sehr universell, sowohl für mittlere als auch schwere Arbeiten gut gewappnet mit dem hier. Der ist also zu empfehlen. Oder dann dieser hier, wo ich auch am Anfang Druck aufbauen kann, richtig schön raushauen kann, ein bisschen genauer ausarbeiten kann und eben auch bis hin zu feineren Arbeitsschritten. Damit kann ich eben auch sehr viel machen. Das wäre für den Hobbybereich diese zwei, die ich da empfehlen kann. Den verwende ich hier am liebsten. Den habe ich jetzt mal geschenkt bekommen und der ist auch sehr interessant. Da werde ich sicherlich auch noch viel Freude daran haben an diesem Klüpfel. Den Holzklüpfel hier kann man dann vielleicht wirklich mal ergänzen durch die anderen, dass man sich da noch was weiteres kauft. Wie gesagt, den hier würde ich nur für Reliefarbeiten und Schriften verwenden dann. So, jetzt wollte ich überlegen, ob ich noch was sagen will. Ich glaube, das war es erst einmal gewesen. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim selber ausprobieren und schreib auch gerne deine Erfahrungen mit deinen Klüpfeln unten in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen.